Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Es gibt so Momente, da geht einem der Puls. Das sind gleichzeitig die Momente, die man nie mehr vergisst im Leben. Die Führerscheinprüfung, ein Heiratsantrag. Bei Fußballprofis der entscheidende Elfmeter. In der Politik ist es die Wahl in ein hohes Amt, wenn die mühsam geschmiedete Koalition steht und sich nun beweisen muss, ob sie hält. Kai Wegner wollte heute neuer regierender Bürgermeister von Berlin werden, mit den Stimmen seiner neuen Koalition aus CDU und SPD. Zweimal ist er durchgefallen. Erst im dritten Wahlgang, als die einfache Mehrheit reichte, hat es geklappt. Ich spreche gleich mit ihm. Erst stellen Stefan Merseburger und Markus Groß den Neuen vor und die gewaltigen Probleme, die auf ihn warten. Kai Wegner, der lang unterschätzte, endlich am Ziel. Die Schornsteinfeger sollen, das ist Tradition in Berlin, Glück bringen. Und das wird er brauchen. Bürgermeister, nur wie? Ein Tag zum Vergessen und trotzdem historisch. Heute um 8:30 Uhr die Limousine gepanzert. Erstmals hat der noch nicht ganz Bürgermeister Personenschutz, Vorfreude und auch Vorahnung. Ja, es ist ein ganz wichtiger, ein ganz bedeutender Tag für mich, gar keine Frage. Und dass ich jetzt gar nicht nervös wäre, das wäre auch nicht die ganze Wahrheit. Die Wahrheit ist, es kommt richtig dick. Erster Dämpfer um kurz vor 1. Ja-Stimmen 71, Nein-Stimmen 86, Enthaltungen 1. Damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Die Gesichter lang. Doch damit konnten sie noch rechnen im ersten Wahlgang. Dann der zweite. Ich darf das Ergebnis der Wahl zum regierenden Bürgermeister von Berlin verkünden. Damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Jetzt herrscht pures Entsetzen und zwischen CDU und SPD beginnt die Suche nach den Abweichlern. Schuldig ist natürlich der andere. Aus Teilen der SPD ist ja auch kommuniziert worden, dass Kai Wegner für sie ein Problem ist. Und da mache ich das ein Stück weit auch fest. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass Kai Wegner jetzt in diesen Minuten seine Reihen schließen kann. Wahlgang 3, das Ergebnis kommt um 4:45. Kai Wegner ist damit zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Und trotzdem will keine Freude aufkommen. Was für eine Hängepartie. Und es kommt noch schlimmer. Die AfD behauptet, Wegner gewählt zu haben. Eine Finte? Tatsache? Beides möglich. Zu beweisen ist weder das eine noch das andere. Dass Kai Wegner den Verdacht nicht mehr los wird, dass er jetzt mit den Stimmen der AfD zum regierenden Bürgermeister gewählt worden ist, das hätte Schwarz-Rot niemals riskieren dürfen. 86 Stimmen hat diese Koalition und 86 Stimmen haben heute dann am Schluss mit Ja gestimmt. Ich glaube, dass die AfD hier chaotisieren will. Die AfD ist keine demokratiefreundliche Partei. Wie immer es auch gewesen sein mag, dieser Senat hat sich selbst verschuldet in eine heftige Krisensituation manövriert. Dass es keine Liebesheirat werden würde, war von vornherein klar. Aber so viel Qual? Dieser Start ist ein Desaster. Da hilft auch kein Lächeln. Und hier ist er, der neue, live im Heute-Journal, Herr regierender Bürgermeister. Guten Abend. Schönen guten Abend. Wir zwei haben am Wahlabend hier im Heute-Journal miteinander gesprochen. Da wussten Sie noch nicht so genau, was Sie darauf wetten sollten, dass Sie tatsächlich regierender Bürgermeister werden. Jetzt hat es geklappt, aber doch mit erheblichen Hindernissen. Ist das jetzt eine Vorausahnung auf eine ziemlich unruhige Regierungszeit? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben einen tollen Koalitionsvertrag gemeinsam zwischen CDU und SPD ausgehandelt. Auf 135 Seiten gute Lösungen für die Probleme, für die Herausforderungen, aber auch für die Chancen in unserer Stadt. Wir haben jetzt gerade die erste Senatssitzung gehabt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die nächsten 3,5 Jahre richtig gut werden und gerade für Berlin. Lassen Sie uns noch kurz über diesen Tag reden, bitte. Haben Sie mal überlegt, diesen dritten Wahlgang nicht zu machen? Einer Ihrer Vorgänger, Klaus Wowereit, der hatte 2006 auch Probleme, ist erst im zweiten Wahlgang gewählt worden. Und er hat dann hinterher gesagt, einen dritten hätte er nicht gemacht. Naja, das sind Möglichkeiten, die die Verfassung vorsehen, die Geschäftsordnung. Und ich habe mich für den dritten Wahlgang entschieden, auch nach Rücksprache mit meiner Fraktion, auch nach Rücksprache mit der SPD-Fraktion. Und ich war mir ziemlich sicher, dass im dritten Wahlgang
unsere Koalitionsmehrheit steht. Und das war ja dann am Ende auch so. Allerdings ist es auch so, dass die AfD jetzt behauptet, sie habe für sie gestimmt. Und Sie haben das Problem, dass Sie weil es ja eine geheime Wahl war, den Verdacht einfach nicht ausräumen können, nur mit Stimmen der AfD an der Macht zu sein, möglicherweise. Ja, aber ich glaube, das schlicht der AfD nicht, dass sie mich gewählt haben. Die AfD hat gar keinen Grund, einen regierenden Bürgermeister zu wählen, einen Senat ins Amt zu verhelfen, wo wir eine Justizsenatorin haben, die so ziemlich die stärkste AfD-Jägerin hier im Land ist. Gut, Herr Wegner, Sie sagen, Sie glauben der AfD nicht, aber die AfD sagt, so war's. Die Frage ist ja jetzt, wie sauer sind Sie denn auf die eigenen Reihen, auf Ihre eigene Koalition, dass Sie eben diesen dritten Wahlgang gebraucht haben, weil es vorher nicht klappte? Na, dass das kein guter Start für diese Koalition war, ist doch völlig unstrittig. Wir hatten wirklich gute Koalitionsverhandlungen, gute Sondierungsgespräche. Und das war jetzt kein guter Auftakt. Wer den dritten Wahlgang braucht, das ist kein guter Start. Aber wir haben ja jetzt alle Chancen, in den nächsten 3,5 Jahren dafür zu sorgen, das besser zu machen. Und das werden wir tun. War das ein Protest gegen Sie oder gegen Frau Giffey, Ihre Koalitionspartnerin? Das kann ich gar nicht bewerten. Das hat auf jeden Fall nicht im ersten und zweiten Wahlgang gereicht. Und jetzt geht es darum, die Koalitionsabgeordneten zu überzeugen. Aber ganz ehrlich, was mir viel wichtiger ist, ist, die Berlinerinnen und Berliner zu überzeugen, dass wir eine gute Arbeit machen. Wie hat man sich denn diese Arbeit jetzt ganz konkret vorzustellen? Wenn man eine regierende Bürgermeisterin ablöst, deren Büro ja auch dann mit dem heutigen Tag bekommt, sie aber gemeinsam mit einem selbst weitermacht, nur eben nicht mehr als regierende Bürgermeisterin, sondern als Senatorin. Ja, das haben wir sehr gut geregelt. Wir hatten heute die Amtsübergabe und ich darf Ihnen sagen, dass Franziska Giffey und ich, wir haben ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis entwickelt, auch und gerade in den Koalitionsverhandlungen. Da ist sehr viel Vertrauen aufgebaut und das gilt für die gesamte Senatsmannschaft. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir richtig gut zusammenarbeiten werden. Es wird nicht der Streit überwiegen, sondern pragmatische Lösungen für diese Stadt. Und darauf hat Berlin so lange gewartet. Ihr Generalsekretär hat einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich, ich zitiere ihn, eine Vernunftehe kennt zumindest keine Eifersuchtsdramen. Das mag stimmen, nur sie glänzt eben halt auch nicht. Ja, aber wissen Sie, es geht doch gar nicht so sehr um Glanz, sondern wir müssen die Probleme dieser Stadt anpacken. Manchmal hatte man das Gefühl bei Rot-Grün-Rot, das war keine Vernunftehe, sondern das war eine Zwangsehe. Und das sind wir mit Sicherheit nicht. Die schwarz-rote Koalition wird Probleme anpacken. Wir wollen das Beste für Berlin und das pragmatisch und nicht im Streit. Und ich sage Ihnen, es wird gelingen. Herr Wegner, viele bundesweit kennen Sie möglicherweise noch nicht. Sie haben die Schule abgebrochen. Sie sind dann nachts beim Wachschutz in Berlin Streife gefahren. Jetzt sind Sie regierender Bürgermeister. Das ist ja eine enorme Politkarriere, die auch zeigt, was geht in dieser Stadt, in diesem Land. Was hat Sie das gelehrt über die Stadt, die Sie jetzt regieren sollen? Es war ein sehr verkürzter Lebenslauf Ihrerseits. Natürlich, das war der Anfang, aber da gehört noch viel mehr dazu, selbstverständlich. Aber es ist ja doch ein Start in eine Politkarriere, die jetzt nicht jeder hat. Nein, aber das zeigt einmal mehr, und das ist mir auch wichtig, dass man mit Fleiß, mit Engagement Ziele verfolgen kann und Ziele auch erreichen kann. Und ich will dafür sorgen, gerade durch eine gute Bildungspolitik, dass das Aufstiegsversprechen unserer Gesellschaft, dass es funktionieren kann, dass Menschen aufsteigen können, in andere Ebenen sich hocharbeiten können. Ich bin vielleicht ein ganz gutes Beispiel und ich will dafür sorgen, dass das allen Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt so geht, egal woher sie kommen, egal wo sie geboren sind. Jetzt haben Sie eine Verwaltung auf Landesebene, aber auch auf Bezirksebene, vor allem in Berlin, die von vielen, auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern immer wieder als komplett dysfunktional beschrieben wird. Sie haben im Wahlkampf versprochen, das wieder fit zu machen. Ist es das, woran Sie am Ende gemessen werden wollen und müssen? Na, durchaus. Ich will daran auch gemessen werden. Wir wollen eine Verwaltungsreform, wir wollen die Digitalisierung vorantreiben. Ich glaube, hier wurde viel zu viel darüber gesprochen und jetzt müssen wir mal machen. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den öffentlichen Verwaltungen in Berlin, ob im Land oder in den Bezirken. Und jetzt geht es darum, für Strukturen zu sorgen, dass die Dienstleistungen für die Berlinerinnen und Berliner erbracht werden können. Ich mache das zur Chefsache. Ich hole mir das in die Senatskanzlei. Deswegen muss ich mich daran noch messen lassen. Jetzt müssen wir mal machen, sagt der künftige regierende Bürgermeister von Berlin. Herr Wegner, herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend live bei uns. Ich danke Ihnen.
Und nachher, dieser Hinweis noch im Heute-Journal-Update, Fragen von Wulf Schmiese an den Fraktions- und Landesvorsitzenden der Berliner SPD. Lohnt sich, dabei zu sein. So, noch eine Wahl jetzt. Eine, die enorme Folgen haben könnte für die Türkei und für die Welt. Weil die Türkei ein wichtiges Land ist. Und wer sie regiert, das hat gleich für ganz viele Krisen entscheidende Bedeutung. Seit 20 Jahren regiert immer derselbe, Recep Tayyip Erdogan. Doch am 14. Mai kann er nicht sicher sein, ob das so bleibt. Sein Gegenkandidat Kemal Kılıçdaroğlu schlägt sich gut in den Umfragen. Erdogan muss außerdem gerade eine Reihe von Wahlkampfauftritten absagen, weil er gesundheitlich nicht auf der Höhe ist. Seit heute können 3,4 Millionen im Ausland lebende Türkinnen und Türken ihre Stimme abgeben. Fast die Hälfte von ihnen lebt bei uns in Deutschland. Stefanie Gargosch. Hoffnungsvoll die Stimmung bei den Unterstützern der größten Oppositionspartei, der CHP. In Berlin im kurzzeitig eröffneten Wahllokal mobilisieren sie für ihre Koalition aus 6 Parteien gegen Erdogan. Wir wollen eine demokratische Türkei. Wir wollen wieder Demokratie mit allen Institutionen einrichten. Und das ist mit Erdogan nicht mehr möglich. Wir sind ziemlich sicher, dass wir dieses Mal schaffen werden. Er ist der Kandidat des Bündnisses Kemal Kılıçdaroğlu von der CHP. Umfragen zufolge hat er gute Chancen, Erdogan abzulösen. Dieser erfährt Gegenwind wegen des verheerenden Erdbebens, der hohen Inflation, der stockenden Wirtschaft. Zudem scheint er gesundheitlich angeschlagen, brach dieses Interview gestern ab. All dies kommt auch bei Ihnen in Deutschland an. Ich bin Deutsch-Türkin, hier geboren. Ich habe mir jetzt einen türkischen Ausweis zum ersten Mal erstellen lassen, weil ich wählen möchte, weil ich das diesmal unterstützen möchte, dass er geht. In der Vergangenheit stimmte die Mehrheit der Auslandstürken stets für Erdogan und seine Partei, die AKP. Und wenn wir uns die Ergebnisse der letzten Wahlen angucken, dann sehen wir, dass die AKP bei den letzten Wahlen über 60%, teilweise auch im Ruhrgebiet in Deutschland in verschiedenen Städten bei 70 oder 75% lag. Da sehen wir durchaus, dass die AKP weiter diese Kraft behalten möchte. Noch 2014 umwarb Erdogan deshalb die türkischen Wähler in Deutschland persönlich. Solche Veranstaltungen sind längst nicht mehr erlaubt. Dass der Wahlkampf aber hinter verschlossenen Türen weiterging, belegt die Hassrede eines AKP-Abgeordneten im Januar dieses Jahres in einer Moschee in Neuss. Die UID, das Sprachrohr der AKP, distanziert sich von der Rede. Die Organisation wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Wahlkampf wurde danach ruhiger. Im Netz finden sich aber weiterhin viele Veranstaltungen. Fastenbrechen mit einem AKP-Abgeordneten in Köln oder mit dem Vorsitzenden der UID in Düsseldorf. Alles kulturelle Ereignisse oder nette Treffen, sagt der Pressesprecher. Wir betreiben überhaupt gar keinen Wahlkampf. Das sind hauptsächlich freundschaftliche Besuche und wenn man sich das ganz genau noch mal angucken möchte, sind das tatsächlich Abgeordnete, die entweder die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen und möglicherweise noch einen Zweitwohnsitz in Deutschland haben. Anderes beobachtet Kemal Bozay vom Zentrum für Radikalisierungsforschung. Das ist alles Wahlkampf, was die UID, die DITIB und andere Strukturen und Lobbyorganisationen hier gestalten, gerade auch im Sinne von Kulturfesten, Kulturveranstaltungen, Moscheerunden. So schwappen nun mit der Wahl die Probleme und auch die Polarisierung in der Türkei nach Deutschland. Es ist eine Wahl, auf die wir genau schauen werden, auch wir hier natürlich. Am 14. Mai kommt das Heute-Journal live aus Ankara. So, jetzt der Blick auf weitere Nachrichten. Heute in der Übersicht. Und die hast du, Hanna. Ja, ganz genau. Die Bundesregierung will mehr ausländische Fachkräfte nach Deutschland holen und die Hürden dafür senken. Heute hat der Bundestag über den Gesetzentwurf dazu debattiert, und zwar kontrovers. Die Ampelkoalition plant ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Die Union kritisierte unter anderem, dass damit eine Einwanderung der Minderqualifizierten gefördert werde. Arbeitsminister Heil verteidigte das Vorhaben und betonte, dass alles getan werden müsse, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Nach ihrem Evakuierungseinsatz hat die Bundeswehr den Sudan wieder verlassen. Im Rahmen der Rückverlegung konnte die Luftwaffe weitere 65 Menschen in Sicherheit bringen. Unterdessen setzen einige Länder die Evakuierung fort, vor allem per Schiff. Im Sudan selbst gehen die Kämpfe trotz vereinbarter Waffenruhe zwischen Armee und RSF-Miliz weiter. Die USA und die Afrikanische Union haben in dem Konflikt ihre Vermittlung angeboten.
Nach der Amoktat in einer Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas, bei der im März 7 Menschen getötet wurden, wird nun gegen einen Mitarbeiter der Hamburger Waffenbehörde ermittelt, wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Laut Generalstaatsanwaltschaft soll der Behördenmitarbeiter über den Sportschützenverein des Täters Informationen über dessen psychischen Zustand erhalten haben. Statt diese weiterzugeben, empfahl er daraufhin offenbar, ein anonymes Schreiben an die Behörde zu senden. Auch gegen 3 Mitglieder des Vereins wird ermittelt, wegen des Anfangsverdachts der Falschbeurkundung im Amt. Der mutmaßliche Angreifer, der vergangene Woche in einem Duisburger Fitnessstudio 4 Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben soll, steht unter dringendem Tatverdacht, bereits Tage zuvor einen 35-Jährigen erstochen zu haben. Das hat die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Grundlage seien DNA-Spuren, die abgeglichen wurden. Der 26-jährige Syrer sitzt in Untersuchungshaft. Erst am Dienstag hatten die Ermittler bekannt gegeben, dass es bei der Tat in dem Fitnessstudio Hinweise auf ein islamistisches Motiv gebe. Die Nachrichten aus Afghanistan sind selten gut. Sie lesen sich aktuell aber noch alarmierender als sonst ohnehin schon. Für jede zweite Familie dort gehe es jetzt praktisch ums Überleben, sagt heute das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Gleichzeitig wird nicht nur für die Menschen unter der Taliban-Herrschaft die Lage prekärer, auch für die Hilfsorganisationen aus aller Welt. Es ist nicht leicht, aus Afghanistan zu berichten. ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf ist dort. Es ist eine ganz und gar ungewöhnliche Szene für afghanische Verhältnisse und sie zeigt, wie groß die Verzweiflung ist. Frauen, die versuchen, in eine Ausgabestelle des UN-Welternährungsprogramms zu drängen. Männer, die alle Mühe haben, für Ordnung zu sorgen. Sie haben uns gesagt, dass die Hilfe, die wir bekommen, jetzt eingestellt wird. Die Situation ist nicht gut. Alle Frauen, die in der Schlange stehen, haben wirtschaftliche Probleme. Philipp Kropf, der Sprecher des Welternährungsprogramms der UN, zeigt mir die Nahrungsmittel. Eine 7-köpfige Familie erhält 50 Kilogramm Mehl, 6 Kilo Linsen, 4,5 Liter Öl und Salz. Eine Ration für 2 Wochen. 23 Millionen Menschen haben die Vereinten Nationen in den vergangenen 20 Monaten versorgt. Doch nun steht die weitere Finanzierung der Afghanistan-Nothilfe in Frage. Wir haben seit Anfang Jahr kein neues Geld mehr erhalten, das Welternährungsprogramm. Wir mussten die Unterstützung von 13 Millionen Menschen in diesem Monat auf 5 Millionen Menschen reduzieren. Und wenn kein neues Geld reinkommt, dann ist Ende Mai die letzte Distribution in Afghanistan. Wie ist das für Sie als der hier Verantwortliche? Sie haben mit Menschen draußen geredet, denen unsere Kolleginnen sagen mussten, ihr kriegt kein Essen mehr. Das ist der Horror. Das will man nicht machen. Ohne humanitäre Nothilfe droht 19 Millionen Menschen der Hunger. 54% der Kleinkinder sind unterernährt. Die dramatische Versorgungskrise herrscht nicht mehr nur auf dem Land, sondern auch in der Hauptstadt. Es gibt Lebensmittel, doch immer weniger Menschen können sie sich leisten. Und die Arbeit der internationalen Hilfsorganisationen wird zunehmend schwieriger. Seitdem die Taliban verfügt haben, dass Frauen nicht mehr für sie arbeiten dürfen, stehen viele vor einem Dilemma. Sollen sie ihre Arbeit einstellen? Als Welternährungsprogramm werden wir aber nicht unsere Unterstützung einstellen. Wir können diese Millionen hungernden Menschen, inklusive der Hälfte Frauen und Mädchen, already most vulnerable, höchst verletzlich, jetzt nicht im Stich lassen. Die Frauen, die draußen in der Schlange warten, haben bereits fast alles verloren. Ihren Job, ihre Rechte. Nun drohen sie auch das Letzte zu verlieren, erzählen sie uns. Wir können nichts machen, wenn sie ihre Hilfe einstellen. Ich weiß nicht, was uns dann noch bleibt. So sehr die Not drängt, eine dauerhafte Lösung der humanitären Lage bieten Mehl und Reis nicht. Doch wie das Land dauerhaft unterstützen, eine Frage, der sich die Vereinten Nationen stellen müssen. Jetzt zurück nach Deutschland und einem Problem, das wir ja alle hier spüren und das sich jetzt mit konkreten Zahlen belegen lässt, Hanna. Ja, trotz Lohnerhöhungen konnten sich die Deutschen im vergangenen Jahr deutlich weniger leisten als bisher angenommen.
Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Reallöhne 2022 um ganze 4% gesunken. Das ist stärker als gedacht. Valerie Haller, was sind die Gründe dafür? Also der wichtigste Grund ist die hohe Inflation. Die Menschen mussten deutlich mehr für Energie und Nahrungsmittel ausgeben. Und da bleibt am Ende des Monats natürlich weniger übrig vom Lohn, deutlich sogar. Die Reallöhne sind so stark geschrumpft wie noch nie seit Beginn dieser Statistik im Jahr 2008. Das liegt aber auch daran, dass das Statistische Bundesamt nun auch kleinere Betriebe, Auszubildende und Altersteilzeitbeschäftigte erfasst. Ja, und deswegen stiegen die Monatsverdienste dieses Mal deutlich geringer als noch nach dem alten Konzept. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Verbraucherpreise sind 2022 um 6,9% gestiegen, die Löhne aber nur um 2,6%. Die Inflation frisst das Lohnplus also mehr als auf. Bedeutet Schrumpflohn. Seit 3 Jahren geht das schon so. Spürbar besser wird es dieses Jahr wohl kaum, selbst wenn höhere Löhne zu erwarten sind oder schon ausgehandelt wurden. Denn die Inflation wird zwar weniger, aber aller Voraussicht nach nur sehr langsam und spürbar erst im kommenden Jahr. Laut IFO-Institut will noch gut jedes 5. Unternehmen in den kommenden Monaten die Preise erhöhen. Noch ein Blick auf den DAX, der tritt auf der Stelle, endet praktisch unverändert. Auch gute Quartalszahlen hier in Deutschland konnten dem DAX nicht auf die Sprünge helfen. Vielen Dank, Valerie, nach Frankfurt. Vor dem Hintergrund einer Debatte um familiäre Verflechtungen wichtiger Mitarbeiter von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck will das Ressort die Neubesetzung eines Postens überprüfen. Konkret geht es um den Vorsitz der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur. Wirtschaftsstaatssekretär Greichen habe Habeck zu Wochenbeginn darüber informiert, dass der neue DENA-Chef Schäfer sein Trauzeuge war. Habeck habe daraufhin um interne Prüfung gebeten. Bei vielen Selbstzahlerleistungen in Arztpraxen, sogenannten IGEL-Angeboten, gibt es aus Sicht von Fachleuten weiterhin Zweifel am medizinischen Nutzen, auch bei neuen Angeboten mit Blick auf Post- und Long-Covid-Beeinträchtigungen. Insgesamt 55 Zusatzleistungen hat der IGEL-Monitor bewertet. Bei keiner von ihnen wurden Belege für einen positiven Nutzen gefunden. Als tendenziell negativ oder negativ wurden 29 Angebote bewertet, darunter Ultraschalluntersuchungen der Eierstöcke und der Gebärmutter zur Krebsfrüherkennung. Nach 3 Jahren Corona-bedingter Pause findet in Leipzig wieder die Buchmesse statt. Am Morgen öffnete sie ihre Tore für Besucher und Fachpublikum. Und 2000 Aussteller aus 40 Ländern nehmen an dem Frühjahrstreffen der Buch- und Medienbranche teil. Gastland ist Österreich. Die Messe sowie die parallel dazu laufende Manga Comic Con und das traditionelle Lesefest Leipzig liest dauern bis Sonntag. So, und jetzt nehmen wir Sie mit in eine andere Welt. Virtuell, im Netz, ab ins Metaverse, dorthin, wo man am intensivsten mit solchen VR-Brillen einsteigt. Es gibt dort ganz unterschiedliche Plattformen und Räume und das Ganze funktioniert so. Man erstellt sich meist erst einen Account, ähnlich wie bei Social Media. Zusätzlich bastelt man sich solch einen 3D-Avatar. Sieht ganz cool aus, fehlt nur die Krawatte. Und diese virtuelle Figur wird dann zu meinem digitalen Ich, das sich aufmacht ins Metaverse. Hier zum Beispiel auf eine ziemlich bunte Insel. Los geht's. Dort kann ich mich dann bewegen und mit anderen Avataren Kontakt aufnehmen, hinter denen auch wiederum reale Menschen stecken. Im Metaverse können wir zusammen arbeiten, zusammen lernen oder spielen. Alles passiert live. Es gibt zum Beispiel auch Ausstellungen und Konzerte. Und auch eine neue Folge der ZDF-Serie Doppelhaushälfte spielt im Metaverse. Und auch für alle Beteiligten dort ist das natürlich eine Erfahrung ganz neuer Art, wie Barbara Luck zeigt. Party, Lasershow, bizarre Gestalten. Filmszenen gedreht im Metaverse. Zum ersten Mal totales Neuland. Du bist so cool und gleichzeitig sanft. Ehrlich gesagt, bei der ersten Besprechung habe ich nichts verstanden, worum es ging.
Jeder kennt diese Virtual Reality Brillen, jeder hat so eine ungefähre Idee von so einem Metaversum. Wir schreiben hier tatsächlich Geschichte. Schauspielerinnen und Schauspieler kreieren ihre eigenen Avatare, die sie dann mit Hilfe von VR-Brillen und Controllern durch digitale Räume steuern. Du musst kein Kostüm anziehen, du musst dich nicht umziehen, du musst nicht in die Maske. Und hier müssen wir nicht mal den Text vorher zu Hause lernen, weil wir ihn erst heute bekommen haben. Was ZDF Neo da spielerisch umsetzt, man kann sich sogar aussuchen, wer man ist. Eine Karotte? Ist längst um uns alle herum. Im Metaverse sehen nicht nur Tech-Konzerne die nächste Evolutionsstufe des Internets. Virtuelle Welten, in der wir alle als Avatare weltweit gemeinsam denken, leben, fühlen, shoppen können. Die Vision? Dass all das, was wir heute in der realen Welt erleben, virtuell erleben können, dass es sich aber auch so anfühlt, als wäre es real. Also mit allen Sinnen, inklusive Haptik und auch Geruch. Das eine große Metaverse gibt es noch nicht. Dafür viele kleine und alle kämpfen um die Vorherrschaft. Große Player wie der Meta-Konzern, ehemals Facebook, investieren Milliarden. Zuckerberg wirbt in flirrenden Werbespots für gemeinsame Arbeits- und Erlebnisräume, für eine Welt, die digital zusammenrückt, egal wer wo lebt. PR-Getöse, Wahnwitz, Fortschritt? Zuallererst viele ungelöste Fragen. Es braucht entsprechende Standards, die dann global greifen, an die sich alle halten. Wie kontrolliert man die Informationen? Wer ist die Legislative? Wer ist die Exekutive in so einem Raum, damit das kein wilder Westen wird? Und was ist mit Einsamkeit? Mit echter Begegnung, Berührung, Liebe? Wie viel Technik tut uns gut? Wie viel davon macht das Leben einfacher? Und wann verlieren wir uns? Eine digitale Welt kann so viele Elemente einer realen Welt nicht ersetzen. Aber auf der anderen Seite, und das haben wir in der Pandemie gesehen, gibt es digitale Welten, die einfach ganz neue Chancen schaffen. So oder so, die Menschheit bleibt nicht stehen. Rund 15 Jahre wird es noch dauern, bis die unterschiedlichen Metaversen vernetzt sein sollen. Und wir? Wohl irgendwie mit ihnen. So lange dauert es nicht mehr, bis die neue Staffel von Doppelhaushälfte und das Metaverse natürlich ab morgen in der ZDF-Mediathek zu sehen sind. Ab morgen. Und ganz real kommt jetzt gleich nach uns die Kollegin Maybrit Illner. Und dort trifft unter anderem die Sprecherin der sogenannten letzten Generation auf den Chef der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Und dann noch der Hinweis auf unser Heute-Journal-Update gegen 0:30 Uhr mit Wolf Schmiese. Und von uns allen hier, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, einen angenehmen Abend. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das Hoch lässt allmählich nach und verabschiedet sich nach Osten. Aber dafür kommt dieses Tief und dessen Fronten bringen Regen. Zum Beispiel die Warmfront in der Nacht und morgen mit der Kaltfront dann sogar Schauer und Gewitter. Eins nach dem anderen. Wir schauen erstmal in die Nacht und da kommt von Südwesten kräftige Bewölkung auf mit Regen. Nach Osten hin ist es sternklar und dort wird es am kältesten werden. Temperaturen bis -1 Grad Richtung Ostsee. Ansonsten 10 Grad im Südwesten Deutschlands. Dort ist es am mildesten. Morgen am Vormittag dann dehnen sich die Regenwolken bis etwa zur Elbe aus. Östlich davon ist es teilweise noch sonnig mit einigen harmlosen Wolken. Aber zum Nachmittag kommen die Wolken weiter voran und dann regnet es auch in den östlichen Landesteilen. Einzig Richtung Ostsee bleibt es trocken. Dazu gibt es dann Schauer und Gewitter mit der aufziehenden Kaltfront. Dazu die Temperaturen bis 20 Grad im Westen Deutschlands. Sonst in der norddeutschen Tiefebene teilweise 11 bis 12 Grad. Hier also am kältesten tagsüber. Die kommenden Tage, am Samstag regnet es in der Osthälfte. Sonst wird es von Westen her trockener. Temperaturen 12 bis 20 Grad. Sonntag ist fast überall trocken und das bei Temperaturen von 12 bis 19 Grad. Am 1. Mai kommen dann im Süden dann Regen und Gewitter auf. Damit einen schönen Abend.